Willkommen zum zweiten Teil der Serie The Body Code. Wie du es im ersten Teil schon bemerkt hast, arbeitet Casey viel mit der Bibel und entschlüsselt sie in Bezug zu unserem Körper, der Anatomie. Daher auch die Verse daraus, um zu verstehen und den Vergleich zu bekommen. Hier steht nicht zur Debatte, ob dieses Buch gefälscht oder sonst was ist. Es gilt zu hinterfragen, weil es seine Forschungen, die hypothetisch gesehen recht logisch sind. Eine Frage, die auch oft gestellt wird, ist, was diese Themen mit Tartaria zu tun haben. Nun, für mich stellt Tartaria mehr als nur Schlammflut oder alte Architektur dar. Es geht um weitaus mehr und vor allem, was vor uns verborgen gehalten wird und im Endeffekt um dich, wie du wieder erlernst, alles zu hinterfragen. Was ist die Wahrheit? Das solltest du für dich selbst entscheiden. Ich persönlich kratze nicht so gerne nur an der Oberfläche der Dinge über Tartaria, sondern viel lieber in der Tiefe, der Materie der Themen und zeige sie gerne, aber beide Seiten. Es ist so viel mehr und daher auch diese Serie für dich ins Deutsche übersetzt. So, genug mit der Einführung, denn du bist bestimmt gespannt auf diese Folge und wenn du die nächste nicht verpassen möchtest, gerne abonnieren und teilen ist natürlich auch erwünscht. PS, ich poste regelmäßig in der Community-Rubrik hier auf YouTube und Livestreams wird es auch bald wieder geben. Dein Keksbuddy und viel Spaß! Was du als nächstes tust, ist, dass ich möchte, dass du dein rechtes Auge schließt. Ja, schließe dein rechtes Auge und ich möchte, dass du das L auf deinem Bildschirm fixierst und ich möchte, dass du dich vom Bildschirm näher oder weiter weg bewegst. Und du wirst sehen, wie das R langsam verschwindet, während du das L betrachtest mit dem linken Auge und geschlossenem rechten Auge. Du hast gerade eine Sonnenfinsternis deines Auges erlebt. Nun, warum passiert das? Dies liegt daran, dass es einen Bereich gibt, der als optische Scheibe bezeichnet wird, da alle Nervenfasern rein durch den Augenhintergrund kommen und kurioserweise haben Blaublüter diesen blinden Fleck nicht, weil ihre Nervenfasern hinter den Stäben und Zapfen eintreten, während unsere vor den Stäben und Zapfen eintreten. Das bestätigt, dass es ist, was den blinden Fleck verursacht. Also, es versteckt Stäbchen und Zapfen, um das Bild aufzunehmen. Und ihr Gehirn trickst die Augen aus. Aber siehe da, du hast einen toten Fleck, was gerade demonstriert wurde als Sonnenfinsternis des Auges. Also entschied ich mich, dies weiter zu verwenden und ich erkannte, dass diese Scheibe genau das ist, was eine Sonnenfinsternis ist. Es ist eine Scheibe. Und als ich tiefer grub, war ich einfach überwältigt, weil es solch ein Ding gibt wie ein Halbmond des Sehnervs. Wie du es hier sehen kannst, ja, es ist eine Mondsichel. Also haben wir es jetzt, was du sehen kannst, was wie eine Sonnenfinsternis zu sein scheint. Die Basis ihres Auges, wo der Hyaloidkanal das schmale Tor ist, wäre genau an dieser Stelle eingetreten. Und dort finden sie die Wahrheit, da wir gerade gezeigt haben, dass der Weg zum ewigen Leben schmal ist. Das Tor ist schmal und nur wenige finden es. Jetzt kennst du die Wahrheit darüber, wo wir leben. Genau, hier unten. Und das ist die Sonnenfinsternis des Auges.
Das ist das Auge-Erdmodell. Es ist fast vollständig. Weil die Linse Ihres Auges ein Prisma ist. Die Linse Ihres Auges ist ein Prisma, kein Gefängnis. Es ist ein Prisma, und wenn Sie das Auge und die Linse betrachten, wenn das Licht durchkommt, leuchtet ein Regenbogen-Prismenmuster. Wir leben auf der konvexen Linsenerde. Das ist der Regenbogen, die wir am Himmel sehen, wenn wir bei 42 Grad stehen. 42 Grad. 42 Generationen von Abraham bis Jesus Christus. Der 42. Grad Lichtwinkel der Linse weist uns nach innen zu Jesus Christus Kreuz. Die Kreuzung der Sehnerven am Kreuz. Dies ist unser Universum, das auf der konvexen Linsenerde die Sterne am Firmament fixiert, um das innere Auge herum. Jetzt ist alles zusammengekommen. Nach diesen Dingen sah ich 4 Engel, die an den 4 Ecken der Erde standen und die 4 Winde der Erde hielten. Hier sind die 4 Engel an den 4 Ecken mit den Winden der Erde. Die Erde endet hier drinnen, auf der inneren konvexen Linse des inneren Auges. Das ist unser Universum. Dass der Wind nicht darauf wehen sollte, auf die Erde, noch das Meer, noch auf irgendeinem Baum. Die innere Netzhautwand, die wie ein Baum und das Meer aussieht, da es sich um den Glaskörper im Auge handelt. Es ist das obere und das untere Meer, das Kammerwasser, der die Iris unter der Hornhaut umhüllt. Und ich sah einen anderen Engel, der aus dem Osten aufstieg und hat das Siegel des lebendigen Gottes. Dieser ist der innere schräge Muskel. Es gibt 5 Muskeln im Auge, 4 Engel, die die Winde zurückhalten, und der Schrägmuskel von Osten kommend, so wie es in der Offenbarung steht. Und er rief mit lauter Stimme zu den 4 Engeln: Wem es gegeben wurde, schadete der Erde und dem Meer. Meinte also die Erde und das Meerwesen das Auge, verstehst du? Das Sprichwort: Tu der Erde, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Das sagt, verletzt die Augen nicht, noch die Bäume, also die Netzhautwand der Erde, die innere konvexen Linse, die Meere, die oberen und unteren Meere, der Glaskörper und das Kammerwasser. Schadet diesen Dingen noch nicht, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Die Zirbeldrüsenposition, und ich hörte die Anzahl von ihnen, die versiegelt wurden, und sie wurden versiegelt, 144.000 aller Stämme der Kinder Israels. Es geht weiter, um die 12 Stämme zu nennen, jeweils 12.000. Und ich glaube, dass diese 12 Nerven innerhalb des Gehirns, das den Thron Gottes umgibt. Dies ist der Temporallappen, der aussieht wie die Armlehne eines Throns, und innerhalb des inneren Gehirns sind 12 Nerven, die aus dem Gehirn kranial kommen. Die mit allen Sinnesorganen des Körpers umgehen, sensorische Mechanismen rund um den Thron Gottes. Jetzt wird es erstaunlich. Die 12 Stämme sind die 12 Hirnnerven, die sensorische Wahrnehmungen. Danach sah ich, und siehe, ein großer Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron.
Hier ist der Thron, der Temporallappen, die Armlehne Gottes. Er ist zentriert im Gehirn, der Thron Gottes. Wenn wir die Armlehnen sehen, der Sitz des Gehirns und Gottes Versteck in der Mitte, die Sonne drinnen bei ihm. Jetzt wird die Vision im hinteren Bereich verarbeitet. Als er dies sah, standen die Zungen vor dem Thron und vor dem Lamm. Deine Zunge ist in der Nähe des Throns, in deinem Gehirn. Bekleidet mit weißen Gewändern heißt, das Lamm ist weiß. Das sind die 144.000 und Palmen in ihrer Hand. Ein Palmenzweig repräsentiert den triumphalen Einzug Jesus in Jerusalem. Der Sieg der Märtyrer oder der Sieg des Geistes über das Fleisch. Einfach faszinierend, oder? Und schrien mit lauter Stimme und sprachen: Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, der in der Mitte des Gehirns sitzende Lappen. Und zum Lamm und alle Engel standen rings um den Thron. Denke daran, dass dies die Muskeln sind, die vom Auge kommen, und sie standen um den Thron herum, da sie alle hier zusammenlaufen, in der Nähe der Nerven, die ich dir gerade gezeigt habe, die Hirnnerven, die 12 Stämme. Sie standen alle um den Thron und vor dem Lamm. Das ist die Zirbeldrüse. In der Stirn versiegelt. Die Zirbeldrüse ist das Lamm und setzt Serotin frei, die Substanz des Wachseins, ist aber auch in einem Tanz mit Melatonin, was Schläfrigkeit verursacht, von dem ich glaube, dass sie die Schlangenseite von uns ist, uns eingesperrt hat. Die in diesem Tag und Nacht, Gut und Böse, das Gleichgewicht in unserem Leben, ist aus dem Ruder gelaufen, dem Thron Gottes. Und sie alle standen um den Thron herum, die 5 Engel, die erwähnt wurden, die 4 halten sich zurück, die Erde und der Extramuskel, der die Augen umgibt, der obere Muskel um das Auge, und sie fielen runter und verehrt, wie du. Sie alle standen herum und fielen hin und beteten, genau wie du es im Bild hier siehst. Alle hier konvergieren und niederfallen und vor dem Thron anbeten, seinem Gesicht. Das, was du hier siehst, ist die Unterseite des Gehirns, und ich glaube, dass die Offenbarung 14 in Wirklichkeit von der Unterseite deines Gehirns spricht. Und ich schaute und siehe da. Das Lamm stammt auf dem Berg Sion und mit ihm 144.000, mit dem Namen seines Vaters in ihrer Stirn geschrieben. Das ist die Position der Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse befindet sich in der Mitte auf der Stirn. Dieses Gesicht, das wir hier sehen, das wie das Löwengesicht aussieht. Der Löwe des Stammes Judas, der Jesus Christus ist. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines großen Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfnern, die mit ihren Harfen spielten. Und sie sangen gleichsam ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 Tieren und den Ältesten. Die 4 Bestien sind die 4 Lappen auf jeder Seite deines Gehirns. Und von den Ältesten konnte niemand lernen dieses Lied, außer den 144.000, die von der Erde erlöst wurden, erlöst aus den Augen von Gut und Böse, erlöst zurück zum Vater. Jetzt wird es hier sehr interessant. Das sind die, die sich nicht mit Frauen verunreinigt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht.
Diese wurden aus der Mitte der Menschen erlöst und sie sind die Erstlingen für Gott und das Lamm. Und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden worden, denn sie sind ohne Fehl vor dem Thron Gottes. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte das ewige Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, und alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und wenn wir uns diese Bilder des Unterhirns ansehen, erkennen wir, dass all diese Spindeln außerhalb der Mitte sind. Dies sind die 12 Kranialnerven auf jeder Seite und die heraufkommen und um Jesus herum hier. Hier siehst du seine Beine, hier siehst du seine Brust und sein Gesicht, wie der Löwe des Stammes Juda und seine Krone, die hier in der Offenbarung diskutiert wird. Und der dritte Engel folgte ihnen nach und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und sein Mahlzeichen annimmt an seiner Stirn oder an seiner Hand. Das Zeichen, das aus dem Siegel herausragt, das Siegel auf deiner Stirn. Er wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken, der unvermischt in den Kelch seines Zorns gegossen wird, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden, vor dem heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und auch der Rauch ihrer Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Das Biest ist der Lappen dahinter. Es gibt 4 Bestien, also 4 Abschnitte des Gehirns. In einem früheren Video habe ich über die 4 Bestien gesprochen und hier wird es wirklich spannend, weil ich dir die 4 Bestien gefunden habe. Ich glaube, ursprünglich dachten wir, dass die Bestien den Sitz bilden und die Teile des Gehirns, denn es gibt auch 4 Hauptteile an der Spitze des Gehirns. Aber jetzt glaube ich, dass es sich im Kleinhirn, Cerebellum, befindet. Kommen wir nun zu diesen 4 Lebewesen. Die erste Kreatur war wie ein Löwe. Dies ist ein Querschnitt des Kleinhirns, Cerebellum. Wie ein Löwe, aber hier wird es noch interessanter. Das zweite war wie ein Ochse und hier ist der Querschnitt, der wie ein Ochse aussieht. Du kannst diese Gesichtszüge und die Hörner sehen und dies ist das Kleinhirn hier. Das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mann und hier ein anderer Querschnitt. Da sehen wir die Augen, den Mund, die Nase, Hohlräume, die wie ein Mann aussehen. Der vierte war ein fliegender Adler und hier ist unser fliegender Adler. Das ist das Kleinhirn, der Hirnstamm und hier sehen wir den fliegenden Adler. Hier ist eine weitere Aufnahme davon. Sie können fast einen Schnabel erkennen auf diesem Vogel mit schwebenden Flügeln nach außen. In der Mitte um den Thron herum waren 4 lebende Kreaturen. Und das waren die Kreaturen, die wir gerade mit Augen rundherum beschrieben haben. Und jede der 4 Kreaturen hatte 6 Flügel und war rundrum mit Augen bedeckt. Ich glaube, dass diese 6 Flügel drin sind. Tatsache, die 6 Nervenbündel, die das zu tun scheinen, kommt aus dem hinteren Teil des Gehirns, aus diesem Bereich. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich glaube, das sind jeweils die 6 Flügel. Jedes der 4 Lebewesen hatte 6 Flügel und war rundherum mit Augen bedeckt, auch unter den Flügeln. Tag und Nacht hören sie nicht auf zu reden. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommen wird. Und wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, Ehre und Dank geben, so fallen die 24 Ältesten nieder
vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie legen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, zum Empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast all die Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie geschaffen worden und haben ihr Dasein. Und wie die 12 Ältesten wieder um den Thron Gottes sitzen, ist die Unterseite des Gehirns, das diesem Bild hier ähnelt. Wir schauen uns hier den flachen Teil an und das Kleinhirn ist hier. Alle Ältesten beten vor dem Thron. Um den Thron herum standen 24 weitere Throne. Dies ist der Thron Gottes, wie du erkennen kannst. Es ist wie ein Sitz geformt. Dies ist das Kleinhirn, das in dem Thron sitzt. Es waren 24 Älteste und wir stellten fest, dass die 24 Ältesten höchstwahrscheinlich über die Stämme die 12.000 von 12 Stämmen Israel führen, die 12 Hirnnerven sind, die aus dem Gehirn kommen. Und dann heißt es: Sie waren weiß gekleidet und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Vom Thron aus zuckten Blitze, grollte und donnerten sie. Vor dem Thron loderten 7 Lichter. Und wenn man sich das menschliche Gehirn ansieht, gibt es 7 Hauptteile: der Frontallappen, der Parietallappen, Temporallappen, Hinterhaupt, limbisches System, Hypothalamus, das Kleinhirn und der Hirnstamm. Dies sind die 7 Hauptteile des Gehirns. Hier sehen wir die Sonne des Menschen und sehe eine weiße Wolke. Natürlich, es sieht aus wie eine weiße Wolke. Hinter ihm die weiße Substanz des Gehirns. Und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone. Und schaue auf den Kopf dieses Bildes. Es gibt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und wir sehen, wie die Arme herausragen und wir sehen eine scharfe Sichel, die bereit zur Ernte den Rest der 12 verschiedenen Nerven, die durch die Schädelhöhle kommen. Um Tränen aus unseren Augen zu wischen und um jede negative Empfindung wegzuwischen. Hitze, Hunger und Durst, wie es in der Offenbarung 7 heißt, sind die Nerven verantwortlich für diese Empfindungen. Und ein anderer Engel, der aus dem Tempel kam, dies ist der Tempel, und riefen mit lauter Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: Steck deine Sichel ein und ernte, denn die Ernte auf Erden ist reif. Und der auf der Wolke saß, stach seine Sichel in die Erde, und die Erde wurde geerntet. Und ein anderer Engel ging aus dem von dem Altar, der Macht über das Feuer hatte, und rief mit lautem Geschrei zu dem, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Steche mit deiner scharfen Sichel und ernte die Trauben des Weinstocks auf Erden, denn ihre Körner sind reif. Und das ist die Ernte direkt vor ihren Augen, unter dem Gehirn, 2 scharfe Sicheln. Und das ist die Ernte direkt vor ihren Augen, unter dem Gehirn 2 scharfe Sicheln. Und sammelte den Weinstock der Erde und warf ihn in die großen Kelter der Erde. Und die Kelter wurden außerhalb der Stadt getreten, und Blut floss aus den Kelter, sogar bis an den Zaumzeugen der Pferde, im Abstand von 1600 Stadien. Und hier heißt es: Vor dem Thron sah es aus wie ein gläsernes Meer, klar wie Kristall. Und wie du hier sehen kannst, wo die Füße Gottes die Füße wären, die Erde als Tritthocker benutzend, ist tatsächlich der Sehnerv, der auf dem Augenhintergrund ruht. Seine Füße, die sie als Fußschemel auf dem Firmament benutzen, das wahrscheinlich wie ein Meer aus Glas aussehen würde. Jetzt negieren diese Entdeckungen in keinster Weise irgendeiner der biblischen Geschichten. Das waren tatsächlich Ereignisse, die passiert sind.
Aber innerhalb dieser Ereignisse kodierte Gott die innere Anatomie und das Funktionieren unseres Gehirns, um seine Majestät zu zeigen, um zu zeigen, dass er Gott ist. Nur weil Gott die innere Anatomie vom Gehirn, den Augen, Tausende und Abertausende von Jahren, bevor sie es tun würden, jemals vom Menschen entdeckt werden, und das Kreuz, die Kreuzung der optischen Nerven als Querstruktur und das Layout der 12 Stämme Israels nach dem Exodus in ihren angelegten Zahlen, bilden ein Kreuz, signalisieren und zeigen vorwärts zu Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz für die neuen 12 Stämme Israels, 12.000 in jedem Stamm, um in das neue Jerusalem zu passen. Das neue Jerusalem, das wie ein Würfel geformt ist, aber es ist der gute Lichtseitenwürfel, nicht der dunkle Würfel. Für alles, was Gott tut, das ist gut. Der Feind wird etwas finden, das unheilig ist, und versuchen sie, es unheilig zu machen. Der schwarze Würfelfluch öffnet sich zum Kreuz, hat den Fluch rückgängig gemacht. Dann faltet uns Gott zurück in den neuen Würfel, das neue Jerusalem, 12.000 Stadien im Quadrat.